Es macht uns ja so richtig Spaß, durch die Wüste zu fahren. Die Berge hoch, die Dünen und oben wirkt man sich dann so durch und ungefähr, wenn man fast die Spitze erreicht wird, da frisst man sich ein bisschen im Sand fest und wirkt den Motor ab. Jetzt versucht man zu starten, aber der Starter will nicht. Weit und breit ist niemand zu sehen, der einem helfen kann. Welche Möglichkeiten haben wir? Wir hatten davon verschiedenen gehört und wollten dieses einmal ausprobieren. Über die Räder sollte es möglich sein, den Motor wieder anzutreiben. Also haben wir uns gedacht, wir bocken einmal ein Rad auf. Das andere steht dann fest und da es ein Differential ist, müssten wir über ein Rad den Motor eventuell in Gang setzen können. Hierzu muss man allerdings den 8. Gang benutzen beim Unimog und man darf keine Differentialsperre und keinen Allrad einlegen. Da wir auch die Handbremse nicht ziehen können, müssen wir das Vorderrad mit einem Stein auf beiden Seiten sichern, damit er nicht irgendwo wegrollt, denn leicht standen wir schräg. Einer geht in das Fahrzeug, das durfte ich natürlich diesmal sein, und die beiden anderen, die dabei sind, Thomas und Georg, versuchen jetzt einmal etwas Schwung auf das eine Hinterrad zu bekommen. Es ließ sich so relativ leicht drehen, aber ob damit der Motor anzuwerfen war, das war fraglich. Aber wir wollten es auf jeden Fall mal versuchen. Mit 2 Mann waren wir der Meinung, könnte es möglich sein. Klack. Jetzt mach! Boah! Beinahe angesprungen. Ja, beinahe angesprungen. Klack. Aua. Der Motor hat sich ja nicht mehr gedreht. Also ganz so einfach schien das nicht zu sein. Wir haben es aufgegeben. Also mit dem Rad drehen und entsprechenden Drehzahl zu bekommen, obwohl das eine relativ große Masse ist, hatten wir gedacht, das könnte klappen, aber es wollte nicht klappen. Also gehen wir zur Methode 2 über. Wir suchten unseren Bergegurt, der ist ungefähr 12 Meter lang und werden ihn jetzt hinten auf das Rad aufdrehen und dann versuchen mit Manpower die Sache dann doch vielleicht noch in Gang zu bringen. Je länger der Bergegurt ist, umso besser ist es. Pro Radumdrehung sind etwa 3 Meter notwendig. Also bei 12 Meter und noch ein Weg zum Ziehen sind das knapp nur 2,5 Umdrehungen. Also ein 20 Meter Gurt wäre für uns wesentlich besser gewesen. Und wie wir jetzt bei dem Versuch feststellen, ist es auch gar nicht so einfach, da richtig Schwung reinzubekommen. Aber man kann natürlich wesentlich mehr Kraft hier anbringen, als wenn man nur das Rad dreht. Also ein neuer Versuch. Zweimal. 3. Zweimal. Ihr schreibt los, wie der will. Ja, Gang ist drin. Moment. Da, wenn du bereit bist. Wir mussten uns dann erst einmal darauf einigen, was Achtung, fertig, los bedeutete, wann
ich die Kupplung loslassen sollte. Also die ersten 2 Mal, wie sich jetzt herausstellte, war das nicht so ohne weiteres machbar. Der Versuch mit 2 Mann ist recht aufwendig und anstrengend. Also da muss man schon sich richtig einsetzen, damit ein paar Umdrehungen am Motor zutage treten. Jetzt gab es dann den letzten Versuch, der sollte jetzt endlich mal mit aller Kraft passieren. Oder man müsste ein Auto haben. Aber wir hatten Und los! Also geht doch! Ja, wunderbar.